Was verrät der erste Batman-Teaser und Riesenärger nach den Oscars? Worum es da genau geht, das verraten wir euch gleich in den FLIPPS News der Woche. Harley-Film muss Namen ändern, Games zum selbermachen, Dreams im Test, besser als Star Trek, Dr. House im Weltall, Nintendo PlayStation wird verkauft, Stranger Things 4 Theorie entkräftet und Stars galore in The French Dispatch. FLIPPS wird im Februar unterstützt von unseren FLIPPS Guardians. Micek Torte, T-Unit CB, Danylus Maximus, Nanoska, Swafnirson, Sfrazot, Dark System, Heimlicher.official, Silko Pillasch, Luca Kamens, Derby, JFK Faker, Der Twarslöper, Tony Barth, Sterntor 1, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh und Alter Ihr und Wir. Ein großer Dank geht auch an unsere FLIPPS Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn dir unsere News gefallen, drück auf den Abo-Knopf. Folgt ihr uns eigentlich schon auf Instagram? Denn da gibt es ja jeden Tag Film-News. Unter anderem haben wir da exklusive kleine Kurzvideos, wo wir auch mal Sachen analysieren. Außerdem könnt ihr mit uns dann in den Stories unterwegs sein, wenn wir auf Premieren oder auf anderen Events sind. Dann seid ihr quasi hautnah dabei, wie neulich mit Taika Waititi, als wir den getroffen haben, was echt ziemlich cool war. Und außerdem gibt es natürlich die Poster und aktuelle Film-News schon direkt, wenn sie passieren an dem Tag. Also folgt uns auf Instagram. Wir sind da kurz vor den 5000 und die würden wir gerne heute noch voll kriegen. Also hilf du mit, dass wir heute noch dort die 5000 voll machen. So viele Stars sieht man sonst nur bei Knives Out in einem Film und es braucht schon besondere Regisseure, um ein derart hochkarätiges Ensemble zusammenzutrommeln. Einer, der das immer wieder schafft, ist Wes Anderson, der immer wieder faszinierende Werke in seinem ganz eigenen Look abliefert. Nach dem Stop-Motion-Ausflug Isle of Dogs vertraut er wieder Schauspielern in The French Dispatch, dessen erster Trailer diese Woche herauskam. Der episodenhafte Film, der eine Liebeserklärung an klassischen Journalismus darstellt und vom New Yorker inspiriert ist, spielt Mitte des 20. Jahrhunderts in Frankreich und wird verschiedenste Storylines miteinander verweben. Und das mit haufenweise Stars. Benicio del Toro, Tilda Swinton, Bill Murray, Saoirse Ronan, Christoph Waltz, Owen Wilson, Timothy Chalamet, Edward Norton, William Dafoe, Angelica Houston, Liev Schreiber, Kate Winslet und viele, viele andere sind im Ensemble dabei. Und der Guckerts-Look, der so typisch ist für Anderson, wird in perfekt gestalten Einstellungen jedem Cineasten das Herz aufgehen lassen. Wir sind wie immer sehr gespannt auf den Film. Sagt uns, wie sieht das bei euch aus? Freut ihr euch auf The French Dispatch? Sagt es uns. Letzten Sonntagnacht wurden ja die Oscars verliehen, abermals ohne Moderator und von der Präsentation einmal mehr eher unspektakulär. Was jedoch tatsächlich überraschte, das war der Gewinner. Denn statt den üblichen Oscar-Bait-Filmen, sicheren Historiendramen wie Little Women oder 1917, räumte tatsächlich Bong Joon-ho's Parasite die wichtigsten Preise des Abends ab. Bestes Originaldrehbuch, bester internationaler Film, bester Regisseur und bester Film des Jahres. Das ist nach der Siegessträhne bei den BAFTAs und Critics' Choice Awards nicht ganz überraschend, aber dass erstmals ein nicht englischsprachiger Film mit dem Oscar für den besten Film des Jahres nach Hause ging, das ist wirklich ein Ereignis gewesen und das hoch verdient. Der brillante Film, der thematisch ja viele Parallelen zu Joker aufweist, schlug diesen souverän aus dem Feld. Joker musste sich mit dem erwarteten Preis für die beste Hauptrolle für Joaquin Phoenix und die beste Musik bescheiden. Und was uns natürlich freute, Jojo Rabbit bekam auch einen Oscar und zwar den für das beste adaptierte Drehbuch für Taika Waititi, der seine Presseinterviews im Anschluss nutzte, um auf die wirklich wichtigen sozialen Missstände hinzuweisen. Auf die Frage, nachdem er ja fürs Drehbuch gewonnen hatte, was er sich denn für die Drehbuchautoren in Zukunft wünsche, sagte er gewohnt unernst, Apple-Keyboards sind scheiße und werden immer schlechter, da muss sich was ändern. Weniger lachen konnten ja die Mitglieder der Special-Effect-Branche. Sie leiden ja seit Jahren unter mieser Bezahlung, wenig Anerkennung und extrem krassen Überstunden. Schon vor Jahren protestierten sie nach dem Oscar-Gewinn für Life of Pi, bei dem Regisseur Ang Lee die FX-Künstler mit keinem Wort erwähnte, deren Firma gerade pleite gegangen war, während sie den Preis gewannen und dann mit dem Jaws-Thema von der Bühne gespielt wurden. Und auch dieses Jahr zeigte die Branche wenig Taktgefühl, als James Corden und Rebel Wilson im Cats-Outfit die Preise für die besten Effekte verliehen und meinten, ja, wir wissen ja, wie wichtig gute Effekte sind. Die Visual Effects Society meldete sich prompt zu Wort und teilte ebenfalls aus. Sie sagten, die besten Spezialeffekte helfen nicht, wenn die Story schlecht erzählt wird. Was natürlich stimmt, denn NPC, dasselbe Studio, das an Cats gearbeitet hat, hat auch am nominierten König der Löwen und dem Effekt-Oscar-Gewinner 1917 gearbeitet. Und ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich mir wohl lieber nochmal den trashigen Cats ansehen, als
König der Löwen. Batman hatte nach seinem letzten Auftritt in Justice League ja einen schweren Stand. Nach Ben Afflecks Ausstieg, Matt Reeves Einstieg und dem wie immer umstrittenen Casting gab es bisher nicht so viel zu sehen von diesem Film, der uns Robert Pattinson als Dark Knight bringt und als Standalone-Film keinerlei Bezüge zu den bisherigen Filmen haben soll. Das heißt, er hat weder mit dem Joker noch mit Harley oder Justice League etwas zu tun, ist also kein Prequel, auch wenn er einen jüngeren Batman zeigt. Nachdem ja schon eine Menge Paparazzi-Fotos vom Set kursierten, hat Warner diese Woche einen ersten offiziellen Teaser rausgehauen, der allerdings wenig verrät. Vermutlich ist er von einem Kostüm- und Lichttest, denn er zeigt uns Pattinson das erste Mal im Kostüm und wie dieses eben aussieht. Und das ist ein großer Unterschied zu Afflecks Batman. Es erinnert stilistisch eher an das Kostüm aus dem Spiel Arkham Origins, was ja auch passen würde, da Batmans Detektivarbeit im Film im Mittelpunkt stehen wird. Das Kostüm sieht weniger nach Gummianzug oder Rüstung aus wie in den vorigen Filmen. Es hat einen Lederlook mit deutlich erkennbaren Nähten, was Batman ein bisschen bodenständigeres Flair verleihen soll. Und das ist ja auch stimmig für einen Serie Noir inspirierten Film, in dem Batman es mit menschlichen Gegnern, Gangstern und Mafiosi zu tun bekommen wird und nicht hauptsächlich mit Darkseid oder Superman. Laut The Rap geht es im Film um Bruce Waynes zweites Jahr als Batman, also es wird keine Origin-Story, sondern tatsächlich eher seine Anfangszeit. Naja, und das erspart uns dann hoffentlich auch zum 150. Mal zu sehen, wie seine Eltern erschossen werden und die Sache mit der Perlenkette. Und wenn das dann im Kino funktioniert, dann wird aus dem Standalone ja vielleicht doch eine Art neues DCU durch die Hintertür. Den Gerüchten zufolge soll ja J.J. Abrams an einem neuen Green Lantern und Superman-Film arbeiten, die ebenfalls jünger besetzt würden und bei Erfolg dann vielleicht doch auf Pattinsons Batman treffen könnten. Und dann ist ja auch noch da die Idee von Abrams Justice League Dark, aber naja, warten wir erstmal den Juni 2021 ab, wenn Batman startet und ob er den Erfolg des Jokers wiederholen kann. Wie steht ihr zu der ganzen Sache? Mögt ihr den neuen Batman Look oder hättet ihr lieber Affleck behalten? Lasst es uns wissen. Und während Batman auf Erfolg hoffen darf, sieht es für Harley weniger gut aus. Nach den enttäuschenden Einspielergebnissen der Startwoche ermutigt Warner jetzt die Kinoketten in den USA, den Film als Harley Quinn Birds of Prey zu bewerben und sich vom kryptischen langen Titel Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn zu verabschieden. Viele Zuschauer wussten wohl nicht mal, dass der Film was mit DC zu tun hat vom Namen her oder fanden sich vom Wort Emancipation abgeschreckt. Was für eine Überraschung. Weltweit hat der Film zwar mittlerweile immerhin 96 Millionen eingespielt, bleibt aber trotz starker Starts in Mexiko und Russland unter den Erwartungen und ist immer noch der schwächste DCU-Start bisher. Habt ihr den Film gesehen und wie fandet ihr ihn? Verrat es uns doch. Serien. Stranger Things geht ja zum Glück in die 4. Staffel und nach dem kurzen Teaser aus dem November, der uns verriet, wir sind nicht mehr in Hawkins, gab es diese Woche einen ersten richtigen Blick auf die Serie. Und der beantwortet eine der wichtigsten Fragen, die alle Fans am Ende von Season 3 hatten. Was ist mit Hopper? Ist er wirklich tot? Die Post-Credit-Scene aus der letzten Folge ließ es ja schon erahnen, dass er noch leben könnte und das bestätigt jetzt der neue Teaser. Wir sehen ein russisches Arbeitslager, im tiefen Schnee müssen Gefangene an einer Bahnstrecke arbeiten, wir hören russische Chorgesänge und dann sehen wir Hopper mit kurz geschorenen Haaren als einer der Arbeiter. Dass Netflix jetzt schon Bilder der Serie zeigt, weckt Hoffnung, dass wir doch noch 2020 die 4. Staffel zu sehen bekommen. Die Dreharbeiten werden ja wohl noch bis August laufen, aber natürlich wäre es geil, wenn wir die Serie doch bis Ende des Jahres erleben könnten. Bisher war von einem Release im Frühling 2021 ausgegangen worden, da eine Fantheorie ja besagt, dass die Tschernobyl-Reaktorkatastrophe eine Rolle spielen könnte, die im April 1986 stattfand. Hatte die dann etwa etwas mit dem Upside Down und den Experimenten der Russen zu tun? Dagegen spricht, laut Netflix befindet sich Hopper in Kamtschatka auf einer verschneiten Berginsel am äußersten östlichen Ende von Russland, also extrem weit weg von Tschernobyl. Und sie verraten, dass in den USA ein neues vergrabenes böses Etwas erwacht. Nicht viel Info, aber immerhin ist es jetzt sicher, Hopper lebt. Und jetzt heißt es wieder, warten. Seid ihr gespannt? Da unten schreiben. Star Trek Picard lässt sich ja eher gemütlich an. Wir sehen jetzt 4 Folgen in Staffel 1 und noch sucht der Captain seine Crew zusammen und wir haben bisher noch nicht so viel mehr erfahren als in Folge 1. Und The Orville lässt mit der 3. Staffel ja auch noch etwas auf sich warten. Wer wie wir etwas ungeduldiger ist, der kann sich also die Wartezeit mit einer anderen Sci-Fi-Serie vertreiben und zwar Avenue 5, die gerade bei HBO gestartet ist und bei uns bei Sky verfügbar ist. Die Serie stammt von Armando Iannucci, der für seine satirischen TV-Shows wie Veep oder The Thick of It oder Filme wie The Death of Stalin bekannt ist. Und natürlich geht es auch im Weltraum bei ihm eher ungewöhnlich zu. Das Kreuzfahrtraumschiff Avenue 5, eine Art fliegendes Luxushotel, kommt durch eine Störung vom Kurs ab und braucht statt ein paar Wochen nun 3,5 Jahre für den Rückweg. Was natürlich zu Problemen für Crew und die reichen Passagiere führt. Die Serie ist extrem witzig, böse und kann zudem mit einer grandiosen Besetzung punkten. Hugh Laurie alias Dr. House ist als Captain dabei, der nicht weiß, wie man das Schiff fliegt, weil alles automatisiert wurde und er nur repräsentieren sollte. Josh Gad alias Schneemann Olaf spielt den jovialen
medial größenwahnsinnigen Besitzer des Raumschiffs. Zach Woods, den ihr aus Veep, Silicon Valley und The Office kennt, ist als Animateur zu sehen und Ethan Phillips, der bei Star Trek Voyager den Neelix spielte, ist als versoffener Astronaut dabei. Staffel 1 kam bisher sehr gut an und Staffel 2 ist schon bestätigt. Von uns ein absoluter Anschautipp für alle Fans von Star Trek und The Orville Avenue 5. Die PlayStation von Nintendo sorgte diese Woche für Begeisterung. Moment mal. Ja, ihr habt richtig gehört, denn tatsächlich war ja einst eine Zusammenarbeit von Nintendo und Sony geplant, die die PlayStation gemeinsam herausbringen wollten. Eine Konsole inklusive CD-ROM-Laufwerk. Als einer der legendärsten Fails der Gaming-Geschichte hat Nintendo dann ja den Dick-Move gebracht und auf der Pressekonferenz, auf der sie das Projekt verkünden sollten, Sony bloßgestellt und gesagt, dass sie das dann doch nicht zusammen, sondern mit einem anderen Partner umsetzen werden. Und Sony, die davor nichts mit Games zu tun hatten, haben einfach mal selbst eine Konsole rausgebracht damals, die PlayStation, die daraufhin nicht nur Nintendo, sondern auch alle anderen Konkurrenten das fürchten lehrte und es bis heute tut. Nintendo hat sich also quasi aus Dummheit seinen größten Konkurrenten selbst erschaffen. Wie weit die Zusammenarbeit gediehen war, das zeigt der Prototyp der Nintendo PlayStation Super NES mit CD-ROM, die seit dieser Woche versteigert wird. Das super seltene Exemplar steht schon derzeit bei $350.000 und noch läuft die Auktion ja 18 Tage. Also wenn ihr zufällig reich seid und ein Stück Gaming-Geschichte besitzen wollt, dann schlagt jetzt zu. Ach ja, und wenn ihr sehr reich seid und sehr gerne arme YouTuber heiraten wollt, dann meldet euch bei uns. Wir lieben euch total. Dreams startet diese Woche. Das ist das neue multifunktionale Softwareprojekt von Sony, entwickelt von Media Molecule. Genau, das sind die Leute, die euch Little Big Planet und das fantastische Tearaway gebracht haben. Dreams ist ein extrem ambitioniertes, einfach zu bedienendes Entwicklungssystem, mit dem ihr selbst fast jede Art von Spiel bauen könnt. Wer schon bei Little Big Planet Spaß daran hatte, eigene Level zu entwerfen, sich aber wünschte, nicht nur auf Side-Scrolling-Plattformen beschränkt zu sein, der hat mit Dreams jetzt die Chance, FPS, Puzzler, Adventures, interaktive Stories, Brawler und so weiter zu bauen, eigene Figuren und Sets zu designen und sogar fotorealistische Bilder zu kreieren. Dreams gibt euch einen stetig wachsenden Werkzeugkasten mit cleveren Templates, mit dem selbst Amateure in kurzer Zeit ihr eigenes Sonic-Game basteln könnten. Oder Level aus Stardew Valley in 3D, Last of Us oder Szenen aus Film oder. Ich habe es mir letzte Woche mal angeschaut und war ziemlich beeindruckt, wie viele Möglichkeiten Dreams bietet. Neben Games ist es auch möglich, eigene Filme mit digitalen Figuren zu erzählen und sogar Motion Capture per PS Move aufzunehmen, wie einige kreative Nutzer schon bewiesen haben, die das Game seit der Beta-Phase letztes Jahr ausprobieren konnten. Zum Launch gibt es jetzt neben den zahlreichen User-Kreationen auch noch die von Media Molecule komplett in Dreams kreierte Kampagne Artstream, die nicht nur extrem geil aussieht, sondern auch eine wirklich coole Story um den Jazz-Bassisten Art erzählt, der gegen seine eigenen Selbstzweifel ankämpft und kämpft, das ist wörtlich zu nehmen, in einer Mischung aus Point-and-Click-Adventure, als Spielzeug-Roboter-Puzzler im Astrobots-Look und als Plattformer à la Banjo-Kazooie. Das Ganze alleine ist fast das Geld wert, zeigt es extrem eindrucksvoll, was theoretisch möglich ist mit der Engine von Dreams, wenn man genug Zeit reinsteckt. Dreams ist aber auch ideal für alle, die für schmales Geld eigene CGI-Filme machen oder ins Game Development einsteigen möchten oder einfach mal eigene Ideen ausprobieren wollen. Aber genau wie Little Big Planet ist es auch cool für Leute, die nur spielen und die Sachen von anderen ausprobieren möchten. Beim Test hatte ich zwar mit einigen kleinen Bugs zu kämpfen und der Controller muss regelmäßig neu zentriert werden, damit euer kleines, knuffiges, flauschiges Controller-Icon nicht zur Seite abdriftet. Und ja, wer ernsthaft Games bauen wird, der wird langfristig um ein paar Move-Controller nicht herumkommen. Aber ansonsten kann ich mich dem positiven Echo von Kritikerkollegen und Spielern nur anschließen. Dreams ist bis jetzt der zugänglichste und umfangreichste Game-Baukasten, den es in der Form gibt. Und die darunterliegende Bubble Bath Engine hat durchaus das Zeug, den großen Platzhirschen Konkurrenz zu machen. Wir werden nächste Woche mal im Twitch-Stream etwas mit Dreams herumspielen, also behaltet den Community-Tab im Auge und folgt uns schon mal auf FLIPPS Twitch. Na, wie schaut's aus, Puppe? Hier sind sie, die Starts der Woche. The Boy, das war ja quasi die Konfirmandenversion von Chucky und wie alle Puppen ist er natürlich zutiefst böse und will Kinder unter seine Kontrolle bringen. In Teil 2, Brahms The Boy 2, hat es Brahms auf eine traumatisierte Familie abgesehen, die nach einem Überfall von der Großstadt aufs Land flüchtet, was ja nie eine gute Idee ist. Teil 1 hatte damals von der Kritik und Publikum ja eher wenig Lob bekommen. Ob Teil 2 besser geworden ist, das können wir euch erst ab nächster Woche sagen, denn Kritiken gibt's erst ab Mittwoch. Ruf der Wildnis, Call of the Wild wird ja alle paar Jahre neu aufgelegt, die Jack London Story. Die Köter-Odyssee des Mischlings Buck, der sich vom Haustier zum Schlittenhund und Rudelführer durchkämpft, erfreut sich ja immer wieder großer Beliebtheit. Diesmal ist Buck allerdings kein echter Hund, sondern kommt aus dem Computer, genauso wie große Teile der Landschaften des weitgehend im Studio vor Greenscreen gedrehten Films. Die eher kleine Rolle des John Thornton, der sich mit Buck anfreundet, wird diesmal von Harrison Ford gespielt, der ja Erfahrung im Umgang mit bepelzten Co-Stars hat. Normalerweise konnte er die beim Dreh allerdings sehen. Kritiker
Kritiken dazu gibt es hier auch noch keine, denn die Kritiken dazu kommen erst morgen raus. Wir verraten euch dann beim nächsten Mal, wie er abgeschnitten hat. Fantasy Island, das ist die Blumfeld-Neuauflage der klassischen TV-Serie um eine Insel, auf der den Besuchern die geheimsten Wünsche erfüllt werden. Statt kuscheligen Abenteuer mit Drama soll die Kinoversion aber mehr auf Grusel setzen. Auch hier wissen wir leider noch nicht, wie der Film wird, denn es gab keine Pressevorführungen, was sicherlich ein super Zeichen. Regelmäßige Flipsy-Zuschauer wissen es ja, wir liefern euch unter der Woche jeden Tag Film-News auf Instagram und Twitter und dieser anderen Seite, die niemand mehr benutzt. Also lasst uns ein Follow da und wenn ihr Hallo sagen wollt oder Fragen habt, auf Insta antworten wir am schnellsten. Und vergesst nicht unser Video vom Freitag, wenn ihr euch noch schnell fit machen wollt für den Start der 5. Staffel von Better Call Saul. Wir verraten euch, was passieren könnte und was ihr unbedingt wissen müsst, um gut einsteigen zu können. Und was es eigentlich mit dieser Cinema-Bomb-Verschwörung auf sich hat. Ich habe nur gehört, da geht es irgendwie um Essen. Also schaut rein in das Video vom Freitag. YouTube hat im Januar seine Algorithmen verschärft und die machen auch uns zu schaffen. Deswegen sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wenn euch Flips gefällt und ihr wollt, dass wir dieses Jahr weitermachen können, teilt unsere Videos, abonniert mit Glocke und skippt die Werbung bitte nicht. Wenn ihr mehr machen wollt, ihr wisst ja, wenn alle unsere Abonnenten nur einmal im Jahr 2 € spendieren würden, dann wäre der Kanal komplett fürs Jahr finanziert. Ansonsten freuen wir uns bis dahin allerdings auch über ein Trinkgeld per PayPal. Freuen tun wir uns auch über die Flips Timelots, die ihr hier seht. Sie helfen wie alle Flips Patreons mit, dass es uns noch gibt. Die Guardians, die Junior Guardians, Patroni und Padawans sind der Kern unserer Community und wir bedanken uns für euren Support, Leute. Wenn du auch dazugehören möchtest, deinen Namen auch mal in der Sendung lesen willst und mit uns auf Discord und Live-Podcasts abhängen möchtest, komm zu Patreon und mach mit. Das ist nicht nur unser üblicher Abspann, sondern tatsächlich wichtig, wenn ihr wollt, dass es Flips weitergibt. Ja, die Oscars sind durch, die Award-Season ist fast vorbei und jetzt wartet noch die Berlinale auf uns. Dazu allerdings dann mehr in der nächsten Sendung. Jetzt erstmal einen schönen Sonntag, habt Spaß mit Filmen, Serien und Games und denkt immer dran, man muss bei Popkultur nicht einer Meinung sein. Es reicht, wenn man freundlich bleibt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich kann auch mal Abwechslung machen.